Hallo, du sparst bereits Hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz Und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach Und versandkostenfrei. über unsere App Mr. Auto. Nimm dir für diesen Vorgang den Luftfilter zur Hand, den du in der Videobeschreibung findest. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Einfach zum Luftfilterkasten zu gelangen und den Filter zu wechseln. Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher die 6 Halteschrauben am Luftfilterflansch. Heble die Leitung mit einem Flachschraubenzieher ab. Nimm dir eine verstellbare Zange, um die beiden Endpunkte der Schlauchklemme zusammenzudrücken und sie so aus ihrer Halterung zu lösen und schieb sie dann zum Luftmassenmesser. Du kannst dann den Lufteinlasskanal lösen. Entferne den Flansch und schieb ihn zur Seite, damit er dich nicht bei den nachfolgenden Vorgängen stört. Entferne den Luftfilter. Bitte unterstütze uns, like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool. Nimm dir den neuen Filter zur Hand und vergleiche ihn mit dem alten, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Bevor du den Filter einbaust, ist es wichtig, die Verschmutzungen im Luftfiltergehäuse gut zu reinigen. Setz den neuen Luftfilter ein. Versichere dich, dass die Gummidichtung richtig platziert ist. Setz den Flansch wieder auf. Bring mit der verstellbaren Zange den Lufteinlasskanal und dann die Schlauchklemme wieder an. Diese Klemmen sind besonders schwer wieder anzubringen. Tipp: Drücke die Klemme mit der Zange zusammen und führe 2 Schraubenzieher ein, um den Umfang der Klemme zu vergrößern. So kannst du sie leichter festhalten und vollständig zusammendrücken. Befestige die 6 Halteschrauben wieder am Flansch. Verbinde die Leitung wieder. Vorgang beendet. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich.